So Leute, wieder angekommen. Ich habe die Sonne mitgebracht, nur die Temperatur habe ich vergessen, glaube ich. Genau, und ich würde sagen, aus diesem Grund gehen wir auch rein, weil es ist noch ein bisschen schattig hier. Ja, jetzt sind wir mal drinnen, weil draußen ist es echt noch, also es ist zwar schön, aber wenn man von 29 Grad auf 16 kommt oder so, dann ist das doch schon ein bisschen kalt. Ja, angekommen wieder. Deutschland hat mich wieder, leider wieder. Klar haben viele geschrieben, okay, wenn du von den USA wieder nach Deutschland kommst, dann willst du schnell wieder weg. Ganz klar, ist auf jeden Fall richtig. Also das kann ich auch nur so widerspiegeln. USA, mein Fazit erstmal USA, Daytona Bike Week. Also ihr werdet es auch im Video sehen, ich sage es auch immer wieder. Also wer da noch nicht war, muss da definitiv hin. Spart euch das zusammen. Es geht immer irgendwie, immer was wegpacken und dann könnt ihr irgendwann dahin. Das ist halt richtig, richtig geil. Es ist ein Muss, wirklich. Ihr müsst es erleben. Im Video, was jetzt kommt, oder es werden, glaube ich, 3 oder 4 Teile werde ich davon machen, weil das echt ein Spektrum von einer Größe ist. Das ist einfach riesig viel, was ich aufgenommen habe. Ich habe am Tag so 21.000 Schritte gemacht. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Kilometer das sind, aber ich schätze mal so 15, 17 Kilometer. Ich gucke mal, wie viel das sind. Ich habe 21.000 Schritte gemacht. Wie viele Meter sind das? Oder wie viele Kilometer sind das am Tag? Genau, also im Durchschnitt so ungefähr 21.000 Schritte. Und das sind ungefähr 15,8 Kilometer. Ja, also war schon richtig krass. Ich habe viel gesehen. Ich bin von Ort zu Ort gehetzt. Ich war jetzt knapp 4 Tage da. Viele haben auch gesagt, ey, warum bist du nicht länger geblieben? Ging nicht, weil ich jetzt übermorgen schon wieder in Dortmund bin auf einer Messe für euch und film da. Und ich gehe irgendwann wieder in die USA auf jeden Fall. Für mich war es halt wichtig, das Wochenende, das Hauptwochenende mitzunehmen von Daytona Bike Week. Das war mein großer Wunsch und den habe ich mir erfüllt. Und ich hatte noch so ein paar Steps, die ich da auf jeden Fall erledigen wollte. Zum Beispiel mit der Harley fahren in den USA. Dann wollte ich auf den Strand fahren mit meinem Traumwagen, eins von meinen Traumautos. Habe ich mir ausgeliehen, das Traumauto. Bin auf den Strand gefahren. Super viele geile Sachen gesehen. Ich hatte vor, alle Hotspots da zu sehen. Auch das habe ich geschafft. Also schon 5 große Sachen, die ich erledigt hatte. Und ich habe es geschafft. Und genau. Und ich hatte nicht halt so lange Zeit, um das wirklich in einer Fülle zu genießen, dass ich sage, okay, nächstes Jahr mache ich es anders. Nächstes Jahr werde ich 3 Tage aufnehmen, 3, 4 Tage aufnehmen, so wie jetzt, und werde nochmal 4 Tage genießen. Genau, das werde ich auf jeden Fall machen. Die ersten Tage Action und dann chillen. Und dann werde ich von da aus auch noch nach Miami fahren. Das war eigentlich auch noch ein Ziel von mir, nur ich hatte nicht auf dem Schirm, beziehungsweise ich hatte es anders auf dem Schirm. Ich habe gedacht, okay, ich fliege am 3. zurück. Ja, auf eine Art und Weise schon, weil ich am 2. fliege in den 3. rein. Und ich dachte, okay, am 3. fliege ich los und fliege in den 4. rein. Dann habe ich nochmal alles gecheckt. Oh mein Gott, tatsächlich, ich fliege schon den Montag um 19 Uhr und nicht den Dienstag um 19 Uhr. Somit hat mir dann leider ein Tag gefehlt. War nicht schlimm, habe ein bisschen anders geplant. So habe ich aber gesagt, okay, dann renne ich hier nur rum, film, fahre von Hotspot zu Hotspot, nimm alles mit. Und dann konnte ich noch am Abreisetag noch auf den Strand fahren mit dem Dodge Ram. Seid gespannt, checkt die Videos ab. Und bei diesem Video hier auch ganz wichtig, kommentieren. Wart ihr schon mal in den USA? Wenn ja, was hat euch besonders gefallen und was hat euch nicht gefallen? Also ich habe viele Sachen gesehen. Ja, stimmt. Und ein wichtiges Thema hatte ich noch, bevor ich auf die anderen Punkte drauf komme. Ich hatte noch ein Thema, ich wollte unbedingt Walmart sehen. Walmart wirklich, weil da gab es ja ein Thema, gibt es wirklich Munition oder auch sogar Waffen bei Walmart neben der Milch oder in dem Laden zu kaufen. Und das Ganze, lasst euch überraschen, könnt ihr auf jeden Fall in einem extra Video sehen. Mein Besuch bei Walmart, das habe ich auch komplett noch abgedreht. Auch war ich super lange drin. Auf dem Weg zum Flughafen habe ich das noch gesehen. Ich wollte erst im Navi noch eingeben. Okay, weil ein Viertel wollte ich auch noch sehen, wo halt einfach, wie sehen die Häuser aus in der Umgebung, ne? Also wie sieht es da wirklich aus? Ich liebe lange Auffahrten, viktorianischen Stil, auch die Beleuchtung und so ist für mich immer ein wichtiger Punkt, wisst ihr ja. Und das wollte ich auch noch sehen. Und auf dem Weg durch so ein Viertel durch, habe ich gesagt, okay, ich halte dann da drüben mal an und werde dann den nächsten Walmart eingeben, der auf dem Weg zum Flughafen ist. Ich hatte noch 3, 4 Stunden Zeit, dass ich das wenigstens noch mit abdecken kann. Und dann fahre ich da um die Ecke, auf einmal ist der Walmart. Perfekt, 2 Fliegen mit einer Klappe. Einmal drüben dieses ganze Gebiet abgefilmt, auch in einem nicht so guten Gebiet, in einem, ich würde jetzt nicht Ghetto sagen, aber schon in einem angespannten Viertel, auch nicht eins, wo man gleich gesehen hat,
Also da hat man gleich gesehen, das Geld liegt da jetzt nicht auf der Straße. Ne? Also das war schon bisschen heruntergekommen. Viel Trash, also Müll auf den Straßen. Ihr habt schon einen weg. Ich musste ein bisschen umdenken, obwohl ich nur 4 Tage da war. Also viel Müll auf den Straßen hat man da gesehen und so. Und ich habe das alles gefilmt, auch mit der Insta360 X5, die 360-Grad-Aufnahme macht und auch mit anderen Kameras. Seid gespannt, lasst euch überraschen. Genau, ist auf jeden Fall richtig cool. Was denke ich über die USA von dieser kurzen Zeit, wo ich mir überhaupt eventuell eine Meinung bilden darf, weil in so einer kurzen Zeit kannst du das nicht machen. Du musst durch Städte durchfahren, du musst mit verschiedensten Leuten korrespondieren, ins Gespräch gehen, gucken, wie reagieren die, wie ist die Höflichkeit. Aber es gibt so ein paar Kernpunkte, wo ich sagen kann, okay, darauf kann ich eingehen. Das kann ich sagen, weil das habe ich so erlebt. Ich sage auch immer meine Meinung, das wisst ihr. Wenn ihr damit nicht zufrieden seid, dann müsst ihr meine Videos nicht gucken. Und wenn ihr das mögt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bist du das erste Mal auf meinem Kanal, herzlich willkommen. Ich bin Dave Gaines, leidenschaftlicher Motorradfahrer und Vollzeit-Content-Creator und bereise die ganze Welt. Genau, wichtig ist auch auf diesem Kanal, wenn du neu bist, die Videos zu liken, zu kommentieren nach dem neuen Algorithmus. Ganz wichtig, damit mein Video in die nächste Stufe kommt und noch mehr Leuten gezeigt wird. Das hilft mir und wenn es mir hilft, kann ich noch mehr Videos produzieren. Und wenn du mich unterstützen möchtest, hier oben in der Ecke ist ein QR-Code, den kannst du abscannen und dann mir einfach eine Spende zukommen lassen, weil diese Spende ist nicht nur direkt für mich, sondern mit dieser Spende unterstütze ich auch andere Leute. Das ist ganz wichtig. Das seht ihr auf meinen ganzen Touren, wenn ich da was spende oder wenn ich halt auch irgendwo jetzt in Amerika, werdet ihr das auch sehen, in der USA-Tour jetzt sozusagen, Daytona Bike Week, keine Tour. Da werdet ihr auch sehen, dass ich da andere Leute sehr unterstützt habe. Und aus eigener Tasche, ne? Null gesponsert hier, gar nichts. Es ist nicht alles billig, kann man sich vorstellen. Und deshalb, jeder Euro zählt, jeder Dollar zählt. Wenn du mich unterstützen möchtest auf diese Art und Weise, einfach hier oben was spenden oder halt unten in dem Link in der Beschreibung. Genau, da könnt ihr auch was spenden. Ja. Dann könnt ihr auch im Shop vorbeischauen, Ride or Die, mein eigenes Merch. Nicht nur eine Klamottenmarke, sondern wirklich eine Passion, die dahinter steht. Fahren oder sterben, das ist ein Zusammenhalt von einer Marke, die unter allen Bikern verbreitet werden soll. Genau, kann man so sagen? Kann man so sagen, ne? Genau. So, was wollte ich noch sagen? Wo sind wir stehen geblieben? Genau, was meine Meinung jetzt zur USA, zu dieser kurzen Reise, zu dem Trip, zur Daytona Bike Week, zu der ganzen Thematik USA. Also mir sind so ein paar Punkte aufgefallen, die ich wirklich gut finde. Ich bin ein Mensch, der sehr aufgeschlossen ist, gerne in die Kommunikation gehe und auch mich gerne mit anderen Menschen, Nationalitäten auf anderen Ländern, anderen Kontinenten gerne mit den Leuten unterhalte. Und mir ist aufgefallen, in Deutschland zu USA, man kann ein eigenes Video machen, was ist gut in Deutschland, was ist schlecht in den USA, mache ich aber alles nicht, brauche ich nicht, ich mache es jetzt in so einem Video hier. Was ich geil finde, zum Beispiel, was in Deutschland nicht ist, aber in den USA sehr gut ist, ist dieses, wenn du in ein Geschäft reinkommst und die sagen, ey, how are you oder how are you doing? So, wie geht's dir? Ne? Was geht ab so mäßig? Das finde ich gut. Viele stört das, die sagen, oh, das ist alles oberflächlich. Ich finde nicht. Ich denke eher, die meinen das auf eine Art und Weise ernst und echt, weil wenn du mit denen sprichst und gibst dir eine Rückantwort und du sagst nicht nur, ey, I'm fine oder so, ne, sondern, ey, everything's okay, how are you? Und gehst dann, oh, nice, und ja, gestern hatte ich was mit meinem Hund, bla bla. Die fangen dann an, mit dir in Dialog zu gehen, ne? Also das ist schon krass. Das seht ihr auch in meinen Videos, das mache ich auch. Ich sage nicht nur, ey, I'm fine, how are you, sondern ich gehe richtig rein mit denen in Dialog, ne? Das ist echt cool. Genau, also ich finde das gut. Viele sagen, das ist oberflächlich, ich finde es nicht. Kann natürlich rüberkommen, aber es kann auch natürlich sein, in dem Laden ist es so, in dem anderen nicht. Ich habe bis jetzt immer nur positiv Erfahrungen gemacht da drin, ja, oder durchweg positive Erfahrungen, genau. Also durchgehend, ihr wisst, was ich meine. Genau, durchwegs gute Erfahrungen gemacht. Ja, was ich auch gut fand, ist halt auch dieses Aufgeschlossene, nicht nur von dem, wie geht es dir, sondern aufgeschlossen gegenüber neuen Menschen, wenn man mit denen einfach steht. Es ist immer noch was anderes, ich weiß das auch, okay, also auch damit man das mal versteht. Man ist auf einer Biker-Veranstaltung. Ich bin Biker, der Gegenüber ist Biker. Wir sind in einer Biker-Veranstaltung, 85-jähriges Jubiläum, Daytona Bike Week. Man weiß, Daytona Bike Week ist eins der größten Veranstaltungen auf der Welt, ist einfach so. Es gibt noch Sturgis, das ist auch schon riesig, ne? Klar, der Ursprung der meisten Motorradclubs und all sowas. So viel kann ich sagen, Sturgis werde ich auf jeden Fall auch mitnehmen im August. Da werde ich hinfliegen. Genau, das weiß ich also, dass man halt auf so einer Veranstaltung ist. Deshalb muss man sich dem Ganzen bewusst sein. Biker untereinander, die sind halt so, ne? Geben sich die Hand, shake hands, Respekt,
no colors, gar nichts zählt da, ne? Klar weiß man, wer wo ist, aber das ist einfach so, ne? Alle sind cool miteinander, entspannt. Dementsprechend ist ja natürlich auch die Stimmung da drauf. Wenn ich jetzt neben einen stehe und ich filme, ist klar, dass der sagt, ey geil, was hast du da für eine Kamera und wie sieht das Ganze aus? Und so, wenn ich jetzt irgendwo in, keine Ahnung, in New Jersey oder in, weiß ich nicht was, in Ort lang durch North Carolina, ich laufe da in irgendeinen Ort durch mit meiner Kamera, da wird keiner zu mir sagen, herkommen und sagen, ey geil, was hast du da für eine Kamera und wie ist das denn da und kann man das so und so machen? Klar, die sind da anders drauf. Deshalb kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber auf dieser Veranstaltung hat man schon gemerkt, geilen Respekt, noch offener als in Deutschland, definitiv. Ich weiß nicht, woran das liegt. Liegt es daran vielleicht, dass sie sagen, okay, wir haben keinen TÜV, wir können den Auspuff richtig aufreißen, Beleuchtung, scheißegal, alles was nach unten und zur Seite geht, ist gut. Alles vorne und hinten stark beleuchtet ist da auch verboten. Komme ich noch zu, seht ihr auch in dem Hauptvideo in einer Folge, da habe ich ein Dodge Ram, überkrasses Ding gefilmt, was aufgepimpt war, brutal. Ich denke, diese ganze lockere Mentalität, die da haben, das spiegelt das Ganze sehr gut wider. Ne? Die Freiheit, die Größe, da komme ich jetzt zu, das wäre so mein nächster Punkt. Ich glaube, dass das Ganze, dieses freundliche Untereinander, das spiegelt auch das wider, weil die halt leben können auf eine Art und Weise und sind nicht so eingefärbt wie wir hier. Das merkst du richtig krass, das merken auch alle Leute, die in den USA waren. Schreibt das mal hier in die Comments. Das würde mich interessieren, ob ihr auch dieses Gefühl hattet wie ich, wenn du aus den USA kommst. Also erstmal, wenn du dahin fliegst, alles ist groß, breit und wie man das kennt. Aus den Filmen, aus den Dings. Das war mein erster Trip in die USA, merkt man. Und man hat das Gefühl, dass es da eigentlich so sehr breit ist. Die Straßen sind natürlich super breit, sieht man auch in den Videos und in den Fotos, in den Bildern, egal ob Instagram oder hier in den Shorts, egal wo. Oder auf den Hauptvideos, was noch kommt, seht ihr auch, da filme ich das Ganze. Und es ist einfach alles groß. Die Straßen sind groß, die Grundstücke sind geil, weil ich mag die großen Auffahrten, der viktorianische Baustil, den man teilweise noch sehr viel hat. Ich mag das, dieses große, die Dimensionale. Ich liebe Dodge Ram, ich liebe auch, ob es GMC ist. Ich liebe Pickups sowieso, schon immer mein Ding. Und ich habe mir schon ein paar in Deutschland angeguckt, auch Probefahrt, glaube ich noch nicht. Nein, habe ich noch nicht gemacht, genau, aber ich war schon in Autohäusern, überall, ich habe mir schon ein paar angeguckt. Genau, weil das auch für mich so ein Ziel war, so ein Ding zu holen. Ob sich das für Deutschland lohnt oder nicht, natürlich lohnt sich das eigentlich nicht. Die Straßen sind viel zu schmal, du kommst in kein Parkhaus rein, die Parkplätze sind nicht für so ein Auto ausgelegt. Das ist, denke ich mal, ist doch so ein Grund, dass mich das Ganze noch dazu gehemmt hat, keinen zu holen. Ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Ich finde es geil, wenn du auf dem Land wohnst oder du hast eine größere Auffahrt oder so, dann ist es cool, aber du hast halt das Problem hier in Deutschland wirklich, wir haben nicht den Platz. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, wir haben nicht den Platz. Als ich dann hierher geflogen bin und gelandet bin, habe ich mich gefühlt, als ob ich irgendwie eingesperrt war. Also wirklich, ohne Scheiß. Alles ist so eng. Alles ist so nah. Die Straßen sind so schmal. Damit natürlich der Fußgängerweg zu dem anderen Fußgängerweg. Das ist alles so komprimiert. Die Häuser stehen so dicht. Du hast keine Grundfläche so richtig. Ne? Klar, ich hab gar keine. Also mein Garten geht von, ich glaube 4 Meter. Was ist das? Vielleicht auch 6 Meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vielleicht 7 Meter und ungefähr 3,50 Meter breit. Das ist mein Garten. Es ist viel betoniert. Da ist eine kleine Fläche, 3x3 als Rasen. Da habe ich nochmal 9 Quadratmeter, wie gesagt, Rasenfläche. Das war's. Aber ich wollte das so, weil ich nie hier bin und wenn ich hier bin, habe ich keinen Bock auf Gartenarbeit. Aber schlussendlich ist es trotzdem so, als ich durch die Straßen gefahren bin, dass ich mich ein bisschen eingesperrt gefühlt habe. Ne? Also wirklich komprimiert. Ich glaube auch in der Entfaltung, ich weiß nicht, ob das was mit einem macht, dass es irgendwie psychologisch auch irgendwie einen so ein bisschen einpackt und sagt, okay, nein, hier ist gut, du gehst zur Arbeit, du bleibst in deinem Trott, du bist hier in deiner kleinen Kapsel und bewegst dich halt nur so rum. Was ich natürlich nicht mehr mache, weil ich mich daraus befreien konnte. Ich hatte das Glück, dass ich mich hauptberuflich so sagen konnte, okay, mein Hauptberuf lasse ich weg, setze alles auf eine Karte und mache jetzt Vollzeit-Content-Creator und baue mir noch andere Unternehmenszweige auf und habe dafür knapp 8, 9 Monate Zeit. Genau. Ja, und jetzt ist das Ding halt so, das ist so meine Erfahrung, ne, die ich so habe jetzt. Also die ich gemacht habe in Form von der Enge. Alles ist grau und so, klar, wir haben eine andere wir haben eine ganz andere Jahreszeit gerade hier, da hinten blüht alles, da ist immer schöne konstante Wärme, gerade in Florida, ne, wissen wir, da wird es nicht winterlich werden richtig und das ist halt alles geil, weil es so breit ist, alles so verteilt und das finde ich gut. Ich liebe, wie gesagt, viktorianischen Baustil, die Häuser, es können auch halt Flat Houses
Ich habe voll einen weg. Ich glaube, wenn ich ein Jahr in den USA bin, komme ich gar nicht mehr klar auf die deutschen Wörter. Bungalows, genau. Bungalows, es können auch Bungalows, liebe ich, sind schön flach, ebenerdig. Und ich liebe auch Veranda, Holzveranda. Ich liebe es, eine Veranda zu haben, da mit dem Schaukelstuhl zu sein und einfach da zu chillen. Hört sich zwar blöd an, aber das ist so mein Ding. Ne? Einfach chillen, sitzt du da, guckst auf die Straße, die sehr weit weg ist, weil du da halt dein Grundstück hast. Ich liebe lange Auffahrten und ich liebe die Art und Weise, dieses Lockere von den Amerikanern. Mir haben schon 1000 Leute gesagt, ey Dave, USA, da würdest du genau hinpassen. Ich habe jetzt schon wieder ein paar Nachrichten gekriegt, da passt du auf jeden Fall super hin. Ich wäre vor 22 Jahren wäre ich schon fast ausgewandert in die USA. Vor 22 Jahren. Genau, da war einmal schon das Ziel drin, auszuwandern. Zum Glück bin ich nicht gegangen, sonst hätte ich meine Frau nicht kennengelernt. Muss ich jetzt sagen? Nein, muss ich nicht. Aber natürlich wäre es geil, wenn ich da schon gegangen wäre. Dann hätte ich sie jetzt zwar nicht kennengelernt, aber man weiß ja nie, wie die Umstände wären. Das wäre wahrscheinlich geil gewesen, weil dann wäre ich wahrscheinlich schon in meiner freien Entfaltung vom Gedankengut. Ich war schon immer anders. Ich habe schon immer anders gedacht. Ich habe schon immer Sachen probiert und versucht. Ich habe vor über 10 Jahren schon meine eigenen Patente geschrieben und all sowas. Ne? Also das war schon immer so. Ich war immer schon anders als andere, was gut war, weil ich da mich selbst frei entfalten habe und gesagt, ich will in dieses System hier nicht rein. Ich passe hier nicht rein. Ich habe auch immer gesagt, ich werde irgendwann auswandern. Ich werde definitiv weggehen. Jetzt nicht direkt auf dieses Video bezogen, dass ich jetzt auswandern will, aber das steht schon länger im Raum definitiv. Und wir sind ja schon lange am Gucken. Ne? Genau. Ob es jetzt die USA wird, weiß ich nicht. Aber wir haben schon ein anderes Ziel, was auf jeden Fall ist. Da kommt auch noch mal ein Einzelvideo zu. Ich habe auch das Ganze dokumentiert, wie ich meinen Hauptjob gekündigt habe mit den verschiedenen Steps und habe da schon Videos zu gedreht. Kam aber einfach nicht dazu, weil Portugal Run noch da drin war. Dann noch die verschiedenen Messe, jetzt das hier. Aber ich werde das auf jeden Fall noch machen. Und das Video wird dann wahrscheinlich heißen, I quit my job after 15 years. Also ich habe meinen Job, ich weiß nicht, ob ich es auf Englisch mache, weil ich damit mehr anspreche, oder ich mache es halt auf Deutsch. Ich habe meinen Hauptjob nach 14 Jahren gekündigt. Oder 15 Jahren knapp, ne? Genau, was nun? Genau, das wisst ihr jetzt ja durch dieses Video, dass ich da jetzt halt eine gewisse Zeit habe, wo ich dann mich ausprobieren kann, aber schon mit dem Hintergrund, okay, ich gehe, falls das alles nicht so klappt, weil dann muss natürlich die Reichweite passen, das Geld muss so reinkommen über verschiedene andere Zweige, dass man sagt, okay, das Ganze kombiniert einen Hauptjob, ein Hauptjob sozusagen, ein Hauptgehalt und das muss ich mindestens haben, damit meine Fixkosten gedeckt sind in einer Art und Weise, dass ich damit weiterarbeiten kann. So, deshalb ist es wichtig, mich zu supporten. Nicht diese Bettlerschiene, ja, aber ihr wisst, wie ich meine, mit dem QR-Code hier oben oder halt in der Beschreibung einfach spenden oder viel wichtiger das Video hypen, liken und dann geht das durch, kommentieren und dann geht das Video durch die Decke. Ich glaube, ich habe auch noch nie so ein Video in dieser Art und Weise gemacht und rede einfach. Ich werde das, glaube ich, auch alles einfach so lassen, vielleicht ganz wenig cutten, damit ihr mal seht, okay, was ist da wirklich drin, ne? Was passiert, wie ist der wirklich, aber ihr seht das ja in den Videos, ich werde mich nie verstellen oder zu einer anderen Person werden. Das habe ich nie, egal ob ich Meister bei Mercedes-Benz war, egal ob ich Mr. Bremen im Modeln war, egal ob ich, keine Ahnung, im Fernsehen schon ein paar Mal war, ob ich eine große Reichweite habe und so. Ich bleibe immer der gleiche, neutrale, nette Typ von nebenan, der weiß, was er will, definitiv weiß, was er will, aber auch zu jedem Menschen gleich, zu jedem so behandelt, so wie er auch behandelt werden will. Ist eigentlich mein Motto schon immer so gewesen und ich bin auch kein, der sagt vorne so, ey, und hintenrum ist er eine Snitch oder eine Bitch. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin da immer ehrlich, gerade wenn ich zu dir sage, du bist ein Wichser, dann bist du ein Wichser. Wenn ich zu dir sage, ey, du bist ein geiler Typ, dann bist du ein geiler Typ. Wer damit klarkommt, herzlich willkommen auf dem Kanal. Und wer da nicht mit klarkommt, arrivederci, die Welt steht offen, ein Klick weiter und dann bist du weg. Also von daher, Leute, ganz natürliches Video. Genau, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, jetzt komme ich mal zu den Themen noch weiter. Wir haben jetzt einmal die Freundlichkeit zwischen den Menschen und auch noch einmal die Größe haben wir jetzt, ne, im Verhältnis gehabt zu Deutschland. Genau. Ja, was gibt's da noch? Also Daytona Bike Week, Leute, wahnsinnig geil, wahnsinnig geil. Man muss sich vorstellen, das ist knapp, ich würde so sagen, auf 25 Meilen. Wie viel sind 25 Meilen in Kilometer? Mal gucken hier, ich weiß hier in Umrechnung, 1,7 pro Dings oder so. 1,6, alles klar. Also auf 40 Kilometer Spanne, dazwischen
ist überall Party und verschiedene Events. Das war der Wahnsinn. Das war der Wahnsinn, Leute. Also wirklich krass, wirklich krass. Ob es jetzt direkt in der Main Street Daytona Bike Week war, also Daytona Bike Week in der Main Street war, oder am Speedway, Harley Davidson, Indien, alle fett, riesengroßes Gelände, richtig Action, Leute, richtig Action. Das werdet ihr auch in den Videos sehen, richtig Alarm im Darm. Da war richtig fett was los. Genau, dann geht's weiter. Das war Iron Horse Bar, die größte, bekannteste, world famous Bar, Saloon eher gesagt, in den USA. Da, ne? Auf jeden Fall. Dann gab es auf der rechten Seite noch, ich habe den Namen nicht auf dem Kopf, da hingen die Harleys in den Bäumen und ein Riesengelände über so richtig fette, große Bäume, richtig geile Atmosphäre, Wrestling war da, ich habe das noch aufgenommen. Das werdet ihr alles sehen, ich habe so ein paar Storys schon reingemacht, auf Instagram könnt ihr meine Story-Highlights gehen, da seht ihr Daytona Bike Week oder Daytona 2026 und da habt ihr verschiedene Spots, da seht ihr auch, wo ich war. Oder auch in den Shorts hier habe ich auch schon ein, zwei Dinge einblicken lassen. Genau, das war halt richtig da nochmal. Und dann ging es ja weiter, immer weiter bis zum Ende. Und da war Harley Davidson. Also bis da bin ich gefahren. Es ging wahrscheinlich, also es war aber dazwischen war immer halt Action. Ja? Und das war jetzt nur auf einer Straße, auf der großen Road. Aber rechts und links daneben, neben diesen Veranstaltungen, waren ja auch noch Seitenstraßen, Bars und ach, Wahnsinn, was da los war. Wirklich Wahnsinn. Waren noch 2, 3 Bars, wollte ich noch sehen, aber das habe ich nicht geschafft. Das war einfach zu viel. Und ich habe gesagt, ich nehme die Hauptdinger mit, will das da alles sehen und das Beste erleben, was ich in dieser kurzen Zeit erleben kann. Und das habe ich definitiv mit Abstand. Da waren so viele Gänsehautmomente. Alleine der Typ mit seiner E-Gitarre auf dem Tisch, den ihr auch in den Storys sehen könnt, und hat einfach die Nationalhymne von den USA gespielt. Digga, wie ein Geisteskranker. Und das ist nur 19 Sekunden, was ihr seht. Das Ganze geht über 2 Minuten. Das habe ich komplett im Hauptvideo drin halt dann. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Das war so krass. Das war so krass. Jetzt schweife ich so ein bisschen ab. Also meine Augen gehen nach rechts, links, meine Gedanken gehen da durch. Ich erlebe das gerade wieder so ein bisschen. Wie gesagt, wer da noch nicht war, ne? Also versucht alles da mal hinzukommen. Ich sag euch das. Also das ist der Wahnsinn, Alter. Die Leute, klar, was nicht so gut war, hat 2 Seiten, gut und nicht so gut. Erstens, das Essen hat geschmeckt. Zweitens, das Essen war zu teuer. Also wirklich die Preise, ich wusste vorher, okay, da kommt ein bisschen was auf mich zu. Hab mit keinem Limit gerechnet. Ich habe $300 geholt und da gibt es auch nochmal eine Story zu. Das habe ich im Hauptvideo, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, was mir da passiert ist am ersten Tag an der Anreise. Kommt ihr nicht klar, Alter. Ich bin gar nicht klar gekommen, ich war völlig weg. Auf jeden Fall wusste ich halt, dass das Essen billig, dass es teuer wird. Aber was mich überrascht hat, war die Qualität wirklich. Das Essen, ich habe für ein Steak so groß, so dick, da hatten die nicht mal ein Messer für gehabt, habe ich mit der Hand gegessen, $25 bezahlt. Könnt ihr auch in den Storys sehen, ist drin, müsst ihr mal reingehen. Dann Putenkeule, $35, eine ganze Keule. Also Wahnsinn, 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 ohne Witz. Also das ist echt krass. Das war, wo ich sogar, ein Wasser. Es kommt aber auch immer drauf an, ist ganz klar, du bist auf so einer Bike Week. Ich habe es auf der Bike Week gegessen. Ich habe ein Steak auf der Bike Week geholt. Klar, dass das alles teuer ist. Wenn du 2, 3 Straßen weiter gehst oder irgendwo in einen anderen Ort, dann zahlst du nicht $20, dann zahlst du vielleicht $10. Ist ja klar, dass es da teuer ist, das wissen wir auch alle, ist ja logisch. Wenn du da ein Wasser kaufst, zahlst du $4. Im Einkaufsladen zahlst du dafür 79 Cent. Ist ja logisch, wissen wir alle. Deshalb, also muss man sich nicht beschweren. Man weiß, dann muss man sagen, okay, pass auf, fahr zu Walmart oder fahr zu, weiß ich nicht was, und hol dir da eine Packung Brot mit einer Packung Wurst, dann klar, bist du billiger. Was vergleichst du hier mit was? Birnen und Äpfel oder was versucht man hier, ne? Das muss man schon wissen, da soll man sich nicht beschweren. Ich wusste das, deshalb habe ich mich darauf eingestellt und ich wollte es auch natürlich machen, ist ganz klar, ne? Einmal fürs Video und einfach, mich hätte es nicht gestört. Ich wollte Fleisch und dann habe ich Fleisch gegessen. Genau. Was mich da noch gewundert hat, Freizügigkeit. So würden die in Deutschland nicht rumlaufen. Alter, das war schon krass. Die waren ja nur mit Tanga und dann ein bisschen abgeklebt. Seht ihr auch im Video, im Hauptvideo. Habt ihr auch hier eine Story schon drin. Wahnsinn, was da rumgelaufen ist. Irre. Was ich richtig geil fand auch, sind die umgebauten Harleys. Es gibt ja kein TÜV.
kein TÜV. Das heißt Attacke, Alter. Richtig krass. Die Umbauten, das werdet ihr alle in den Videos sehen, sind auch ein paar in der Story schon. Alter, die Auspuffanlagen, ne? Alter, Wahnsinn, was da an Lärm rauskam. So krass, so krass. Also ich habe schon bei mir zu Hause hier die Road Glide stehen. 110er Motor, Screaming Eagle mit Pencil, manuell, Klappenauspuffanlage. Kompression brutal und knallt ohne Ende, Alter. Ich habe noch keinen Auspuff in Europa gehört, der wirklich lauter ist. Ohne Scheiß. Habe ich nicht. Einer kam bei Fark am See sehr nah ran, aber meiner war trotzdem noch lauter. 100%ig. Da wäre mein Auspuff irgendeiner von den mittleren, würde ich sagen. Das war so heftig da. Das war so heftig, was ich da gehört habe. Ich hoffe, dass es in den Videos, wie ich aufgenommen habe, ich habe natürlich alles ohne Noise Cancelling aufgenommen, dass es in dem Video so gut rüberkommt. Kommt natürlich nicht wie in echt, aber dass es schon rüberkommt, wie laut das ist. Auch mit dem Typen mit seiner 15.000 Watt Anlage, Musikanlage auf seiner Road Glide. Alter, geisteskrank. Das war so laut wie früher in der Diskothek, wenn du neben der Box stand und dein Herz ging schon rein und raus. Ich musste da weggehen, hab den Typen mit zur Seite genommen und hab gesagt, ey, komm mal her, das ist dein Bike. Na ja, komm mal mit. Erzähl mal was, Alter. Was hat er für Dampf? Dann hat er gesagt, ist nicht die größte, hat nur 15.000 Watt. Ich sag, nur? Ich sag, heftig. Ja, also, verschiedenste Situationen, die ich da erlebt habe, die richtig krass waren. Und ich muss wirklich sagen, wirklich jetzt, ohne Scheiß, ich habe nicht eine negative Sache erlebt. Außer eine, weiß nicht, ob man das so sagen kann, das Fahrverhalten der Amerikaner, dass du von rechts auch überholst und von rechts und links kommst, keine Ahnung. In Italien, Frankreich, wo ich die ganze Zeit unterwegs bin, auch in Spanien, weiß nicht, wo ich immer wieder unterwegs bin, die fahren genauso. Also das ist jetzt nicht, wo ich sage, okay, krass. Was ich gesehen habe, nicht einer ist zwischen den Autos durchgefahren, wenn Stau war. Nicht einer. Nicht einer ist in den USA mit Motorrad, meine ich jetzt, zwischen den Autos durchgefahren. Nicht einer. Wirklich. Ich habe nicht einen einzigen erlebt. Und da waren viele Bikes, ne? Kann natürlich sein, dass die da, ich weiß nicht warum, aber weil die vielleicht kennen die das nicht oder stehen einfach nur hinten. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen gesehen, der da durchgefahren ist. Also richtig, richtig, richtig geil. Wir sind hier jetzt schon, glaube ich, knapp bei 30 Minuten. Ich würde sagen, ich will das Video nicht komplett, ich werde noch ein paar machen. Genau, das ist erstmal so meine kurze Erfahrung. Habe ich irgendwas Wichtiges? Doch, die Geschichte, genau, muss ich immer erzählen. Also, erster Tag, Ankunft, Flughafen, ich zu Autohaus Herzen, also Autovermietung Herzen, habe gesagt, pass auf, ich brauche eine Karre. Habe ein kostenloses Upgrade auf mein Auto bekommen. Ich habe erst einen Range gehabt. Erst hatte ich einen Dodge Ram gebucht. Habe gesagt, ich bin in den USA das erste Mal, will auch das erste Mal mein Traumauto fahren. In den USA, das erste Mal. Ich liebe USA. Fernweh, obwohl ich nie da war, aber richtig krass, Leute. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Genau, dann habe ich gesagt, okay, will ich einfach Dodge Ram haben. In Deutschland geguckt. Oh, darfst du gar nicht mit deinem Führerschein fahren. Das ist ein 250. Zack, abbestellt, umgebucht. Dann, kurz bevor ich geflogen bin, habe ich nachgeguckt. Oh, Dodge Ram darf ich doch fahren mit meinem internationalen Führerschein. Ich darf den nicht in Deutschland fahren, aber ich darf den in den USA fahren. Alles klar, Flughafen angekommen, habe gesagt, komm, ich zahle ja schon $500 für mein Auto für 4 Tage. Was kostet mich der Dodge Ram? Ne? Er sagt, oh, das ist ein Upgrade. Ne? Ich sage, okay. Er sagt, er hat dann meine Kamera gesehen, mein Mikrofon. Er sagt, was machst du hier? Ich sage, hier, YouTube und so ein Kram. Ich bin hier für die Daytona Bike Week. Er sagt, kriegst kostenloses Upgrade. Also das ist jetzt keine Werbung hier für Autoherz oder so ein Kram, ne? Aber er hat dann gesagt, kriegst kostenloses Upgrade. Ich sag, geiles Ding, Alter. Rausgegangen, fette Karre, 250, Alter. Brutales Ding. Raus aus dem Parkhaus, Alter. Als ob du versucht hast, einen Faden durch so eine Nadel durchs Öhrchen durchzuschlängeln. So bin ich da rausgefahren. Paar Mal hin und zurück. Alter Schwede. Durch so einen Scanner durch, das seht ihr dann im Video. Das ist ein Rundum-Scanner, der checkt dein Auto komplett von draußen ab, ob du Beulen drauf hast, Kratzer, alles mit KI. So musst du, wenn du zurückfährst, nicht nochmal zu so einem Typen hin, der das alles kontrolliert. Ja, der Kratzer ist noch nicht da gewesen, die Beule ist noch nicht. Das macht das System automatisch. Daumen hoch, Alter. Wir sind hier in der Steinzeit noch. Aber ist ja sowieso Deutschland. Genau, auf jeden Fall bin ich dann raus, zack, 1,5 Stunden zum Hotel. Am Hotel angekommen. Genau, im Flughafen. Quatsch, genau. Bei der Autovermietung noch. Normalerweise $500. Ja, habe ich auch bezahlt. Aber er sagt, da kommt $200, also 560. Und da kommt ein Dings drauf, $200 nur wegen Sicherheit hinterlegen. Alles klar. Hat er meine Kreditkarte genommen, rangehalten, wurden es auf einmal 1000. Warum? Weil ich eine Debitcard habe.
Und Kreditkarte wird dann mit 500 nochmal, also insgesamt 500 belastet. Ich habe aber nur ein Tageslimit mit 1000 gemacht. Also ich wusste das ja. Ich habe gesagt, okay, das kostet 500 noch was, 200 Dings, habe ich noch $300, es ist abends 21 Uhr, was will ich mir holen? Also, ich wusste aber, ich muss doch Geld für die Maut haben, weil ich habe mir nicht die App geholt. Weil es gibt wahrscheinlich Mautsituationen, wo du runterfährst. Ne, habe ich ein bisschen informiert, gab es zum Glück nicht da, das wusste ich aber nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich noch zum Bankautomaten. Jetzt bist du am Arsch, hast nicht $1, nicht $1 habe ich. Und bist da. Musst aber noch 1,5 Stunden fahren, hast Hunger, hast Durst, kannst du nichts kaufen, Karte kannst du nicht durchziehen, ist Limit dran. Ich zum Bankautomat, ich erst raus, mit einem Kollegen telefoniert die ganze Zeit. Nicht wegen der Situation, aber weil wir am Telefon gerade geschnackt haben, ist auch gerne in den USA. Das ist der Tobi, beste Grüße hier an dieser Stelle. Dann haben wir so geschnackt und dann sage ich, Digga, ich bin voll am Arsch, Alter. Wenn ich durch so eine Maut kann, ich kann nicht mal zahlen, Alter. Okay, dann habe ich überlegt, okay, das ist ja Dollar, die abgebucht hat. $1000. Okay, das ist ja viel weniger wert. Alles klar, geguckt, oh, das sind 930 € gewesen. Ich kann auf jeden Fall noch Geld abheben. Bin ich zum Bankautomaten hin, habe $70 eingegeben, hat er nicht gemacht. Dann habe ich 40 eingegeben, zack, kam $40 raus. Da war ich schon gerettet. Karte wieder rein, raus, paar Mal. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, hol ich noch 20. Reingemacht, zack, $20 genommen. Bankkarte, also Automatismus, alles so genommen, bin losgefahren. Passt auf, bin losgefahren. Hotel angekommen, sagen die, ja, sie haben eine Nacht bezahlt. Ich habe gesagt, jetzt schon alles bezahlt und den Rest müssen wir von der Karte holen. Ich meine Kreditkarte, ich wusste, ich habe kein Limit drauf. Ich suche meine Kreditkarte. Kreditkarte weg. Ich denke, die hast du im Flughafen stecken lassen in diesem scheiß Bankautomaten. Ich zu der Alten, ich sag, pass auf, kann ich meine Sachen aufs Zimmer packen? Ich muss doch mal nach Orlando fahren, meine Bankkarte steckt am Automaten. Die sagt so, nein, du hast für eine Nacht bezahlt, dann müssen wir das stornieren. Dann hast du aber nur diese Nacht bezahlt. Das kann sein, wenn sich gleich einer einbucht, dass das weg ist. Fuck, die sagt, ich kann deine Sachen hier lagern. Alles klar, alles gelagert. Ich zum Auto durchgeguckt. Bankkarte da, Alter. Oh, ich rein ins scheiß Hotel. Das Hotel will abbuchen. Geht nicht. Ich sag, ach, du ahnst es nicht, wegen dem Limit. Dann ist aber schon wieder, weil das war um 23 Uhr noch, was deutsche Zeit muss das gewesen sein. Ich habe gesagt, ich habe $1000 Limit und ich habe eben gerade schon beim Flughafen 1000 bezahlt. Ich glaube, wir können das erst morgen machen. Dann sagt sie, okay, ich versuche ein bisschen weniger abzubuchen. Hat sie $700 eingegeben, auf einmal ging das. Das heißt, ich muss dann gerade um diese Nullgrenze wieder durchgegangen sein. Von 0 Uhr, zack, wieder neuer Tag. Das muss gerade passiert sein. Deshalb ging $700. Dann hat sie gesagt, okay, Rest machen wir einfach morgen. Ich sage, okay. Ich habe immer noch nur $60 gehabt und ich wusste, morgen muss ich ja bestimmt was bezahlen. Da essen, da komme ich ja niemals mit $60 hin. Ich habe mir so 120 bis $150 pro Tag eingerechnet. Mit Eintritt in die Speedway habe ich gedacht, mit da Eintritt. Ich habe gedacht, Festtagsgelände kostet da vielleicht Eintritt, sodass ich ein bisschen was habe und nicht sagen muss, oh, ich muss jetzt gucken, da ein Zehner, oh, da reicht das vielleicht nicht, kann ich das nicht sehen. Dann habe ich gesagt, okay, pass auf, $700 hat sie gehabt. Ich gehe am Automaten, hol mir nochmal 300. Scheiß auf die, sind ja eh die ersten Tage bezahlt, also drauf geschissen, was wollen die denn machen? Dann habe ich gesagt, komm ich, wenn ich heute abbuche, wenn ich jetzt das Geld nehme, dann habe ich die $300 und dann komme ich einfach am nächsten Tag so spät abends, ich wusste ja eh, dass ich unterwegs bin die ganze Zeit, abends und gehe einfach durch einen anderen Eingang rein, gehe ins Bett und am nächsten Tag, wenn ich runterkomme, sage ich, ey, ich muss hier noch bezahlen. So ein Ding, weißt du? Ja, so war es dann auch, dass ich dann am Automaten gegangen bin, mir die $300 geholt habe, bin dann ins Bett und dann war es das halt. Den nächsten Tag runter und dann bin ich direkt raus. Da war auch kein Thema, die Dame war nicht da, ich bin einfach raus, habe alles gedreht und kam abends wieder und dann bin ich ins Bett und dann war auch Feierabend. Ne? Genau, und darauf den Tag habe ich das dann bezahlt. Also ich weiß nicht, ob es an dem Tag noch gegangen wäre, vielleicht, keine Ahnung, aber ich wollte das jetzt nicht riskieren, dass sie mich dann noch voll labert und so ein Kram. Und dann sagt, nee, jetzt müssen wir das stornieren und so. Also das war nochmal eine ganz wilde Aktion. Ja, auf dem Weg dann nochmal da zum Gelände, zum Speedway-Gelände, zum Harley-Gelände, wollte ich ja mir ein Motorrad ausleihen, eine Probefahrt machen. Habe ich auch gemacht, seht ihr auch im Hauptvideo dann. Aber da war das dann so, weil ich auch meinen Führerschein bei der Vermietung rausholen musste, dies, das, jenes, hole ich da meinen Führerschein raus, internationalen, den hier, und suche meinen anderen, weil er gesagt hat, ja, wann ist der denn gemacht worden, ne? Oder wie lange hält der? Ich denke, guck, mein Portemonnaie, mein Führerschein nicht da. Ich dachte, wo ist mein Führerschein? Der Deutsche, ne, die Pappe. So eine Scheiße, Alter, Führerschein nicht gefunden. Ja, habe ich nicht gefunden in meinem Portemonnaie. Jetzt ja, ich habe heute noch mal geguckt, ist drinne. Ich habe da geguckt, ist nicht drin. Ich habe im Hotel da reingeguckt, ist nicht drinne. Hier alle Karten rausgeholt. Hinter so einer verschissenen Metrokarte war mein Führerschein. Also Wahnsinn.
So, das auch nochmal dazu. Internationalen gehabt, hier steht zum Glück das Datum drauf, wie lange der gültig ist. Der hält hier immer 2 3 Jahre, das ist das Gute. 3 Jahre hält dieser internationale Führerschein. Also Glück gehabt, konnte ich mir ein Motorrad ausleihen. Ja, das erstmal zu den wilden Themen, was ich so hatte. Jetzt ist das Video auch schon richtig lang, so lange wollte ich es gar nicht machen. Falls euch irgendwas noch einfällt oder so, fragt mich, haut das in die Kommentare, wollt ihr irgendwas wissen? Bestimmt, wann kommt das erste Video? Also das erste Video, heute ist Mittwoch. Ich versuche alles, damit ich das Samstag rausbringe. Das Ding ist, ich habe so viel Material noch hier, nicht nur von denen, ich muss erstmal 2 Sponsorenvideos fertig machen. Die stehen mir schon mit dem Haken auf der Türschwelle und ich muss das fertig machen. Von daher muss ich mal gucken, wie ich das Ganze umsetze. Aber ich gebe Gas, ich versuche Samstag das hinzukriegen. Ich gebe alles, damit ich Samstag das Video fertig kriege. Jetzt muss ich das hier, was ihr gerade seht, noch schneiden, fertig machen, exportieren, hochladen, Beschreibung, bla bla bla. Jetzt ist das 16:28 Uhr. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Vor allen Dingen nicht das Video, was jetzt kommt oder die anderen Videos. Portugal Run geht wie gewohnt jetzt weiter. Da hatten wir auch noch ein kleines Problem gehabt. Festplatte komplett zerlegt. Bei dem Cutter alles übel. Video ist jetzt fast fertig für den Sonntag. Das nächste Video für den nächsten Sonntag ist auch schon fast fertig. Ist schon fertig, muss ich mir noch angucken. Und für übernächsten, also nicht für diesen Sonntag, sondern für darauf. Also die nächsten Wochen sind alle safe, da kommt auch schon Material im Vorlauf. Ist eigentlich gar nicht verkehrt, dass das so passiert ist mit der Festplatte. Jetzt haben wir immer Videos im Vorlauf und die Leute haben mehr Zeit zum Cutten. Genau. Ja, ich mache mich jetzt hier ran und genau, nächste Event steht schon wieder an. Übermorgen bin ich in Dortmund, Motorradmesse, kommt noch ein neues Messevideo und dann geht Schlag auf Video auf Video und vor allen Dingen Daytona Bike Week 2026 zum 85. Jubiläum kommt das erste Video. Ich gebe Gas am Samstag. Also in diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank für alles. Danke für den Support. Schreibt mir eure Fragen in die Kommentare rein. Falls euch noch irgendwas auffällt oder einfällt, eher gesagt, was ihr wissen wollt. Egal was es ist, fragt mich das einfach. Ja, schaut gerne im Shop vorbei, Ride or Die. Macht die Marke groß. Wir sind am Wachsen. Danke für alle Leute, die diesen Monat auch wieder eingekauft haben. Super viele Bestellungen gehen da rein. Richtig geil. Verlinkt mich gerne in euren Stories mit den Sachen. Ich teile das Ganze. Ja, und falls ihr auch mal Bock habt, mit mir eine Tour zu machen, geht aufs Dave's Travel. Ist unten in der Beschreibung mit drin. Und da könnt ihr einzigartige Abenteuer mit mir zusammen erleben. Und wir schaffen eine geile Zeit zusammen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.